Lasst uns mit einem stillen Gebet beginnen. Amen. To cover the material that discusses the beginning of modern Babylon, Durch das Material durchzukommen, das sich das moderne Babylon dreht, I have visibility now that it's going to need 3 presentations. denke ich, dass wir noch ungefähr 3 Präsentationen brauchen werden. Yesterday, we really just introduced the topic, Gestern haben wir das Thema eigentlich gerade mal so eingeführt, how the counterfeit works, wie die Fälschung funktioniert and the pattern we should expect in the Alpha history. und das Muster, das wir in der Alpha-Geschichte erwarten sollten. If Elder Paminda cannot present this evening, Falls Ältester Paminda heute Abend nicht präsentieren kann, I'll finish this topic. dann werde ich dieses Thema zu Ende bringen. We all hope he can. Wir hoffen aber alle, dass er kann. So pray for their weather and internet. Deshalb beten wir für ihr Wetter und das Internet. And if he can, then I will continue this topic with a 3rd presentation soon. Und wenn er präsentieren kann, dann werde ich dieses Thema mit einer 3. Präsentation bald fortsetzen. But I don't want to rush some of the points that we can glean from the history of the world wars. Aber ich möchte nicht zu schnell durch die Punkte durchgehen, die wir aus den Weltkriegen gewinnen können. I feel like having a little bit of a rant. An dieser Stelle fühle ich mich, ich würde mich gerne beschweren. I was in a store recently. Kürzlich war ich in einem Laden. The store sold fruits and vegetables. Und in dem Laden wurden Früchte und Gemüse, Obst und Gemüse verkauft. But as they often do, Aber wie es oft der Fall ist, up where you pay, they had chocolate for sale. da in der Nähe, wo man bezahlt bei der Kasse, da verkauften sie auch Schokolade. And different lollies. Und verschiedene Süßigkeiten. And one of the chocolates being sold Und eine der Schokoladen, die da verkauft wurden, were these little chocolate eggs that are marketed for children. es waren diese kleinen Überraschungseier, oder Schokoeier für Kinder. And in front of me in the line is a mother and her little boy. Vor mir in der Schlange steht eine Mutter mit einem kleinen Sohn. He looked like he might have been 2 or 3. Er war vielleicht 2 oder 3 Jahre alt, But he was little. aber er war noch klein. Little enough that he was telling his mother what he wanted through sounds, not words. Klein genug, dass er seiner Mutter sagte, was er wollte, indem er laut wurde und nicht, dass er Worte sprach. And he started to, what do you say, whinge? Und er begann zu jammern. And she knew what he wanted. Und sie wusste, was er wollte. But she kept trying to give him all the other chocolates and lollies except for the one that he wanted. Aber sie versuchte ihm alle anderen Süßigkeiten anzubieten, einfach nicht dasjenige, das er wollte. And I didn't understand why, it's all chocolate. Und ja, ich verstand nicht warum, es war ja alles Schokolade.
And then I realized the problem. Und dann wurde mir klar, was das Problem ist. This company that made the chocolate eggs Diese Firma, die diese Schokoeier herstellt, their marketing department had an idea. ihre Marketingabteilung hatte eine Idee. And at the top of the egg, they put a little blue dot or a little pink dot. Oben an dem Ei machten sie einen blauen oder einen pinken Punkt. And the store had sold out of the blue ones. Und im Laden waren die blauen ausverkauft. And the concern in the mother. Und die Mutter war besorgt. And she leant into him. Und sie hat sich sehr bemüht. She looked so intense. Sie sah echt gestresst aus. And she said, they don't have blue, they only have pink. Sie sagte, sie haben kein Blau mehr, nur noch rosa. Are you going to be okay? Denkst du, das ist okay für dich? He looked at her like she was crazy. Und er schaute sie an, als ob sie verrückt war. And I'm not about judging parents. Und ich möchte keine Eltern richten. I have a cat, it's hard enough. Ich habe eine Katze, das ist schon schwierig genug. Isn't about judging the difficult work parents do. Ich möchte nicht die schwere Arbeit von Eltern verurteilen. But the child was fine. Aber dem Kind ging es gut. He didn't care about the wrapping. Die Verpackung war ihm egal. He didn't care about blue or pink. Es war ihm egal, ob sie jetzt blau oder rosa war. But the concern in adults. Aber einfach diese Sorge in den Erwachsenen. And what is strange, Und was merkwürdig ist, if one day those parents realize their little boy is homosexual, wenn diese Eltern eines Tages herausfinden, dass dieser kleine Junge homosexuell ist, they'll probably say, oh, it's cultural conditioning. dann sagen sie wahrscheinlich, das ist kulturell bedingt. Boys are meant to like blue. Jungen sollten eigentlich blau mögen. So that's my rant. Also darüber wollte ich mich eben aufregen. Tamina reminded me of it when she brought up Walter Weiss. Das hat mich daran erinnert, can you repeat that? Tamina reminded me of the story of Walter Weiss. Tamina hat mich an die Geschichte von Walter Veit erinnert. Someone says the little toy inside is either for a girl or a boy. Jemand sagt, das kleine Spielzeug, das darin ist entweder für einen Junge oder für ein Mädchen. I'd argue the little boy didn't care either. Ich würde sagen, das war dem kleinen Jungen auch egal. A male relative of mine Ein männlicher Verwandter von mir, very much into biking, der sehr auf Motorradfahren abfährt, like bikes you pedal but extreme sport. also eigentlich eher, glaube ich, Fahrradfahren, also ein Extremsport. All he wanted when he was a little boy Als er noch klein war alles, was er wollte, was a little pink toy clothesline. war ein Kleidungsstück, ein rosa Kleidungsstück. So he could hang up his own washing. Eine rosa Waschleine, wo er seine Kleider aufhängen konnte. Parents worry, not children. Die Eltern sorgen sich darum und nicht die Kinder. Back to our topic. Zurück zu unserem Thema. Walter Weiss, Walter Veit Ted Wilson. und Ted Wilson. What did Tamina say this morning? Was hat Tamina heute Morgen gesagt? Walter Weiss saw as the threat. Was Walter Veit als Bedrohung sah. Confusion Verwirrung over gender.
Verwirrung über das Geschlecht. Another way of saying women are out of their place in society. Das ist eine andere Art und Weise, um zu sagen, dass Frauen in der Gesellschaft ihren Platz nicht mehr kennen. And LGBTQIA+. Und LGBTQIA+. The same thing Ted Wilson said. Und das ist genau das Gleiche, was Ted Wilson auch gesagt hat. So these two men within Adventism Diese beiden Männer im Adventismus, that people say represent different things, von denen die Leute sagen, dass sie für verschiedene Dinge stehen. I would argue represent the same thing. Ich würde eigentlich argumentieren, dass sie hinter denselben Dingen stehen. One just speaks more radical, Einer von ihnen ist einfach radikaler in dem, was er sagt, and one speaks more political. und einer mehr politisch. But you're defining Babylon the same way, Aber sie definieren Babylon auf die gleiche Art und Weise. which is why we went and tried to look at what Babylon is. Deshalb wollten wir uns damit beschäftigen, uns genau anzuschauen, was Babylon denn wirklich ist. Ancient Israel, the counterfeit, Hier sind wir im alten Israel bei der Fälschung. when there's a temple, priesthood, sacrificial system. Da gibt es einen Tempel, eine Priesterschaft, ein Opfersystem, There's a radical transformation einen radikalen Wandel with the early New Testament church. in der frühen neutestamentlichen Kirche. The papacy is just the counterfeit Und das Papsttum ist nur die Fälschung, adapting to that change. die sich diesem Wandel angepasst hat. Because the counterfeit can't look like something radically different. Denn die Fälschung kann ja nicht etwas radikal anderes sein. To appear to have value, it has to look as close as it can. Damit es einen scheinbaren Wert hat, dann muss es so ähnlich wie möglich wie das Original aussehen. We looked at Satan as a student of prophecy. Wir haben gesehen, dass Satan ein fleißiger Bibelstudent ist, ein Prophethiestudent. We said that he knows more than many, but not all. Wir haben gesagt, dass er mehr als viele weiß, aber nicht mehr als alle. Of God's people who study prophecy. Nicht mehr als alle von Gottes Volk, die die Prophetie studieren. And hinging on that word many, Und wenn wir uns mal an diesem Wort viele festklammern, we considered the time period of Ellen White, her life. da haben wir die Zeit, in der Ellen White lebte, mit einbezogen And how she describes Millerite history. und wie sie die Miller-Geschichte beschreibt. Coming out of the Dark Ages to 1798, Dass man da aus dem dunklen Mittelalter 1798 herauskommt. God's people are gathered Gottes Volk wird gesammelt into the Millerite movement. zur Miller-Bewegung. They're disappointed, Sie werden enttäuscht. scattered. Sie werden wieder zerstreut. A second attempt at gathering occurs, Ein zweiter Versuch zur Sammlung findet statt. but it's deeply flawed because of the condition of the people and leadership. Der ist aber sehr fehlerhaft, weil wegen dem Zustand des Volkes, And they're again scattered. und sie werden wieder zerstreut. We say that is what Satan is going to counterfeit. Wir sagen, dass das Satan nachahmen möchte oder fälschen möchte. Because from 1798 Denn von 1798 to some period before the Lateran Treaty, bis irgendwo vor dem Lateranvertrag Babylon as an institution is only continuing to crumble. Da zerbröckelt Babylon als Einrichtung.
Then we know that just sometime at some point before the Lateran Treaty, that starts to change. Und wir wissen, dass das eine kurze Zeit irgendwo vor dem Lateranvertrag sich zu ändern beginnt. So we know the Lateran Treaty is somewhere in here. Wir wissen also, der Lateranvertrag ist irgendwo hier. So we know that we are in the midst of a counterfeit pattern. Wir wissen, dass wir uns hier mitten in einem Muster der Fälschung befinden. But there are many points at which the counterfeit will not fit with the true. Aber es gibt viele Punkte, wo die Fälschung nicht mit dem Original übereinstimmen wird. So there are quite a few things in these presentations I'm not going to repeat. In diesen Präsentationen gibt es ein paar Dinge, die ich nicht wiederholen werde, Because we don't have time. weil wir keine Zeit haben. But I will just lay up the two histories, Alpha of modern Israel, Alpha of modern Babylon. Aber ich werde einfach die beiden Geschichten, das Alpha des modernen Israel und die Alpha-Geschichte des modernen Babylon, aufschreiben oder aufzeichnen. The Alpha of Israel, Die Alpha-Geschichte von Israel. they had been scattered for 1260 years. Sie waren 1260 Jahre in der Zerstreuung, Before William Miller vor William Miller, begins to rise up from 1798 bevor er 1798 aufkommt. It's going to have an increase of knowledge to 1818. Er hat eine Zunahme an Erkenntnis bis 1818. It's here you find the message Und hier haben wir die Botschaft. in its condensed form. Die Botschaft in ihrer kompakten Form. In 1833, 1833 it's formalized. wird sie formuliert. He's given his credentials. Er bekommt seine Predigerlizenz And he formally begins teaching with those credentials. und er beginnt öffentlich zu predigen mit dieser Lizenz. I want to skip to 1844. Dann springen wir zu 1844. So from here to here Von hier bis hier. is a gathering. Das hier ist eine Sammlung. Scattered, first gathering. Zerstreut, dann die erste Sammlung Till the disappointment. bis zur Enttäuschung. They are then scattered Dann werden sie wieder zerstreut. from October 22 Vom 22. Oktober to 1850. bis 1850. Then we have the chart. Hier haben wir die Karte. I'll come back to that. Darauf kommen wir zurück. The second gathering Die zweite Sammlung, in 1863. 1863. They organize, which is a positive. Dann organisieren sie sich, das ist positiv. But we also know how they responded to the prophetic message. Aber wir wissen auch, wie sie auf die prophetische Botschaft reagiert haben. A negative. Und zwar negativ. So that is our pattern of scattering and gathering. Das ist unser Muster der Zerstreuungen und der Sammlungen. Don't want to repeat all that was done before. Ich möchte nicht alles wiederholen, was wir zuvor gemacht haben. Otherwise, we have no time to add anything new to it. Andernfalls hätten wir keine Zeit, noch etwas Neues da hinzuzufügen. I've said that the point before the Lateran Treaty, Ich habe gesagt, dass dieser Punkt vor dem Lateranvertrag, when there begins to be a gathering, wo die Sammlung wieder beginnt, is 1899. dass das 1899 war.
I'm not going to defend that today, Das werde ich heute nicht beweisen. but I'm going to mark it with the man Eugenio Pacelli. Ich markiere das mit dem Mann Eugenio Pacelli. I also want to mark there Was ich hier auch markieren möchte, the first International Peace Conference ist die erste internationale Friedenskonferenz at The Hague. in Den Haag. There's 2 of them. Da gab es 2 davon. Tsar Nicholas of Russia called this one in 1899. Der russische Zar Nikolaus hat die in 1899 einberufen There's another one in 1807. und 1807 gab es eine andere, oder 1907. So we have 1798 to 1899, Wir haben also 1798 bis 1899. 101 years. 101 Jahre. Ein The Jahr. loss of the Papal States. Der Verlust der päpstlichen Staaten Continuing persecution. und Verfolgung, anhaltende Verfolgung. In 1899, Eugenio Pacelli is made a priest. 1899 wird Pacelli Priester And he begins his work und er beginnt seine Arbeit on Code of Canon Law. mit dem kanonischen Gesetz. Rewriting church law. Er schreibt das Kirchengesetz neu. That work takes them almost 2 decades. Diese Arbeit, die dauert fast 2 Jahrzehnte. Just have a couple of quotes. Ich habe da ein paar Zitate dazu. So it's not 2 decades, it's 13 years. Nicht 2 Jahrzehnte, sondern 13 Jahre. For the translators, quote number 2. Ordered by Pope Pius X in 1904 and carried out by the Commission for the Codification of Canon Law, led by Gaspari, the work was completed and promulgated by Pope Benedict XV on the 27th of May 1917. Das 1904 von Papst Pius X. angeordnete und von der Kommission für die Kodifizierung des Kirchenrechts unter der Leitung von Pietro Kardinal Gaspari durchgeführte Werk wurde von Papst Benedikt dem 15. am 27. Mai 1917 abgeschlossen und promulgiert. 4 things are going to happen in May 1917. Im Mai 1917 geschehen 4 Dinge. Code of Canon Law is completed. Diese Kodifizierung des Kirchenrechts ist abgeschlossen. I just want to note the man Gaspari. Ich möchte hier den Mann Gaspari anführen. Gaspari is not a pope, Gaspari ist kein Papst, but if we were to name 2 figures outside of the popes, aber wenn wir jetzt 2 Figuren außer den Päpsten benennen müssten, who are influential in this story, die in dieser Geschichte Einfluss hatten, one of those 2 would be Gaspari. dann wäre einer dieser 2 Gaspari. Gaspari was key in getting Pius XI made pope. Gaspari spielte eine wichtige Rolle dabei, dass Pius XI. Papst wurde. We're going to come to discuss Pius XI in a moment. Das werden wir später noch besprechen. But the influential figure who got him in was Gaspari. Aber die einflussreiche
Persönlichkeit, die ihn da reinbrachte, war Gaspari. Is it too late to screen share? Do you have to do that before? There's just one thing I would like to, a late decision, sorry. Ich möchte euch etwas zeigen. Ich habe mich etwas später dafür entschieden. I'll just screen share for a moment. Ich werde meinen Bildschirm mit euch teilen. Here you have the signing of the Lateran Treaty. Hier sieht man, wie der Lateranvertrag unterschrieben wird. Sitting on the right, you see Mussolini. Rechts ist Mussolini, der sitzt rechts. The man sitting to the left of him is Cardinal Gaspari. Und der Mann, der links von ihm sitzt, das ist Kardinal Gaspari. He was the key in getting Pius XI made Pope. Er spielte eine wichtige Rolle darin, dass Pius XI. Papst wurde. He became the Secretary of State for the Vatican. Er wurde der Staatssekretär des Vatikans. As Secretary of State, he oversaw the creation of the Lateran Treaty. Und als Staatssekretär war er Vorsteher dieses Lateranvertrags. Oder? He also personally mentored Eugenio Pacelli. Und er war der persönliche Mentor von Eugenio Pacelli. In the rewriting of church law. Als er dieses kanonische Gesetzbuch neu schrieb. He did fall out of favor with Pius XI. Er fiel aus der Gunst von Pius XI. So Pius XI replaced him as Secretary of State. Pius XI. Ersetzte ihn als Staatssekretär. With Eugenio Pacelli. Mit Eugenio Pacelli. Who then became Pius XII. Der dann Pius XII. Wurde. So you have these two men, Pacelli, Pius XI, Pius XII. Wir haben also diese beiden Männer, Pacelli, Pius XI. Und Pius XII. But Gaspari was a key figure in all of that history. Aber Gaspari war in dieser ganzen Geschichte eine wichtige Figur. So Code of Canon Law is completed. Das kanonische Gesetzbuch ist fertig geschrieben. Pacelli is made, I think it's an archbishop. Pacelli wird Erzbischof. On May 13. Und zwar am 13. Mai. He sees that through his life as a sign. Das sieht er in seinem Leben als ein Zeichen. He's known as the Fatima Pope. Er ist bekannt als der Papst von Fatima, also der Fatima-Papst. Because he's made a bishop on the same day as the key date of Fatima. Weil er an diesem Schlüsseldatum von Fatima zum Papst ernannt wurde. Pacelli is then sent to Germany. Dann wird Pacelli nach Deutschland gesandt. To work with the government on allowing this new church law. Um da mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um dieses neue Kirchengesetz durchzuführen oder einzuführen. And we know that in that history, the role he played. Und in dieser Geschichte war die Rolle, die er spielte, in the rise of Hitler. Er spielte eine wichtige Rolle im Aufkommen von Hitler, oder Anstieg zur Macht. So it's a busy month. Das ist also ein sehr geschäftiger Monat. I want to make one point. Ich möchte da etwas betonen. There's really two separate things that are happening in May 1917. Im Mai 1917 geschehen zwei separate Dinge.
You have all of these men working on church law. All diese Männer, die an dem Kirchengesetz arbeiten. And then you have these messages, events in Fatima. Und dann diese Botschaften, diese Ereignisse in Fatima. I want to suggest you have a more complicated history. Ich würde vorschlagen, es ist eine etwas kompliziertere Geschichte, Here compared to 1818. wenn man das mit 1818 vergleicht. Not to compare the two, now to contrast them. Das ist eher ein Kontrast als ein Vergleich. Satan has a harder job. Da hat Satan die schwierigere Aufgabe. He not only has to lead his people, Er muss nicht nur sein Volk anführen, like God does, so wie Gott das tut, he also has to get through to government. sondern er muss auch durch sich in die Regierung einschleusen. The Millerites never had to worry about working with government. Die Milleriten mussten sich nie darum kümmern, um mit der Regierung zusammenzuarbeiten. But they do. Aber die Fälschung schon. So Fatima itself is not enough. Fatima allein ist also nicht genug. You also have to have events that are going to impact church and state. Wir brauchen auch Ereignisse, die Kirche und Staat beeinflussen. Just to skip through, we have 1933. Wir springen da durch. Wir kommen zu 1933. That's when they make the deal that they do with Hitler. Da schließen sie diesen Deal mit Hitler. We've taught that as formalization. Das haben wir als Formulierung markiert. What was done here, those code of canon laws are passed. Was hier geschah, wo dieses kanonische Gesetz verabschiedet wurde. There's a working in this history between the Vatican and fascism. Und in dieser Geschichte gibt es eine Zusammenarbeit zwischen dem Vatikan und dem Faschismus. We're going to come to that. Dazu kommen wir noch. But 1945 is a disappointment. 1945 gab es eine Enttäuschung. Fascism loses. Der Faschismus verliert. Communism is on the doorsteps of Italy. Der Kommunismus steht sozusagen vor der Tür von Italien. We'll get to the relationship between the Vatican and communism. Wir kommen noch zu der Beziehung zwischen dem Vatikan und dem Kommunismus. On November 1, Ellen White has the message. Am 1. November hat Ellen White eine Botschaft, They need to put out a second chart. dass sie eine zweite Karte herausbringen müssen. And what they need to do Und was sie tun müssen, is take all of this ist all das nehmen, and they need to take it again on a chart das wieder auf eine Karte bringen, because God is making a second attempt to gather. weil Gott einen zweiten Versuch zu einer Sammlung macht. And we have about 3-4 different quotes that mark that as November 1st, 1850. Wir haben etwa 3 bis 4 verschiedene Zitaten, die das hier als den 1. November 1850 markieren. They literally are just taking this message and repackaging it. Sie nehmen wirklich einfach diese Botschaft und verpacken sie neu. November 1st, 1850 Am 1. November 1950 first time that the Vatican has, or the Pope, has used the doctrine of papal infallibility. das erste Mal, wo der Papst die Lehre der päpstlichen Unfehlbarkeit verwendet. To quote, Ich zitiere, Fatima, this date here, Fatima, May dieser 13, Tag hier am 13. Mai, for Pope Pius XII, 12, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination, 'What began on the day of his episcopal ordination
made a bishop. Für Papst Pius XII. Spielte das, was am Tag seiner Bischofsweihe begann, Continued to play a part in his life 29 years later. Pius's life intertwined with this devotion so much that he was known as the Pope of Fatima. Pius XII is also known as being the most recent Pope to have made an infallible ex cathedra statement when he reaffirmed the Assumption of Mary as dogma in 1950. Für Papst Pius XII. Spielte das, was am Tag seiner Bischofsweihe begann, auch 29 Jahre später noch eine Rolle in seinem Leben. Pius' Leben war so eng mit dieser Andacht verbunden, dass er als Papst von Fatima bekannt wurde. Pius XII. Ist auch dafür bekannt, dass er der letzte Papst war, der eine unfehlbare Ex-Cathedra-Erklärung abgab, als er 1950 die Himmelfahrt Marias als Dogma bekräftigte. Even this had a tie to Fatima. In the days leading up to proclaiming it, Pius had witnessed on 3 occasions in the Vatican gardens the same miracle of the sun that was seen in Fatima years before. He took this as validation of the proclamation. As if in confirmation, he saw it a 4th time, a week after making the proclamation, but never again. He admitted to going back into the gardens to see if it would reoccur. Auch dies hat einen Bezug zu Fatima. In den Tagen vor der Verkündung des Dogmas war Pius 3-mal in den vatikanischen Gärten Zeuge desselben Sonnenwunders geworden, das Jahre zuvor in Fatima gesehen worden war. Er nahm dies als Bestätigung für die Verkündigung. Wie zur Bestätigung sah er es ein 4. Mal, eine Woche nach der Verkündigung, aber nie wieder. Er gab zu, dass er in die Gärten zurückging, um zu sehen, ob es wieder auftauchen würde. So he declares a holy year. Er ruft ein heiliges Jahr aus. There's this huge attempt at revival. Da ist dieser Versuch zu einer großen Erweckung. He marks it by the dogma of Assumption of Mary. Das markiert er durch die Lehre der Himmelfahrt Marias. And claims it stamped with approval. Und darauf drückt er den Stempel der Bekräftigung. Because he sees the same sign of the sun that was seen at Fatima. Weil er das gleiche Sonnenwunder sah, das man bei Fatima gesehen hatte. It's a very eventful year in 1950. 1950 war ein sehr ereignisreiches Jahr. But the dogma of the Assumption is November 1st, 1950. Bei dieser Lehre der Himmelfahrt Marias, das war am 1. November 1950. He has literally taken all the message here. Er hat eigentlich die ganze Botschaft hier genommen. Fatima, Mary, Fatima und Maria, and the war with communism, und dieser Krieg mit dem Kommunismus, and he's repackaged it for 1950. das hat er neu verpackt für das Jahr 1950. It's a repackaging of this to go to the world. Eine Neuverpackung dieser Botschaft hier, die dann an die Welt geht. But we know the condition that the Catholic Church was in. Doch wir wissen, in welchem Zustand sich die katholische Kirche befand. Pius XII died. Pius XII. Starb. It really came to nothing. Und alles endete in nichts. Truly, any hope ended with the Second Vatican Council. Alle Hoffnung war verflogen mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. 1960 Lucia told the popes, erzählte Lucia den Päpsten, you have to release the 3rd secret of Fatima to the world. Ihr müsst das 3. Geheimnis von Fatima der Welt offenlegen. And the Pope refused. Und der Papst weigerte sich. How are they listening to their prophet? Hören Sie auf Ihre Prophetin. They reject Fatima. Sie verwerfen Fatima. In the Second Vatican Council. Im Zweiten Vatikanischen Konzil. At the same time, they're doing a positive work of organization.
Und gleichzeitig findet ein positives Werk der Organisation statt. They made a secret deal with communism, Sie haben einen geheimen Deal mit dem Kommunismus geschlossen, with the Soviet Union. mit der Sowjetunion. In return for having the Russian Orthodox Church present at the Second Vatican Council, Als Gegenleistung dafür, dass die russische orthodoxe Kirche beim Zweiten Vatikanischen Konzil anwesend sein durfte, they promised that at that council they would not make a formal condemnation of communism. Anwesend war, da haben sie dafür versprochen, dass sie den Kommunismus nicht offen verdammen würden. That's in direct violation to the second secret of Fatima. Das ging direkt gegen das zweite Geheimnis von Fatima. They're not listening to their prophet. Sie hören nicht auf ihre Prophetin. So we have the beginning history of modern Israel and the beginning of modern Babylon. Wir vergleichen also den Anfang des modernen Israel mit dem Anfang des modernen Babylon. We can see it counterfeited. Wir können sehen, wie diese Geschichte gefälscht wurde. When we follow the patterns of scattering and gathering. Wenn wir dieses Muster der Sammlung und Zerstreuung uns ansehen. I just want to add 2 more waymarks. 2 Wegmarken möchte ich da noch hinzufügen. Beginning of modern Israel. Beim Anfang des modernen Israel. What were they told to look out for? Wonach sollten sie Ausschau halten? Going back to Matthew. Wenn wir zum Matthäus zurückgehen. Without quoting the verses, what does Ellen White describe as signs of the times? Was beschreibt Ellen White in Zeichen der Zeit? There's the Lisbon earthquake. Da gab es das Erdbeben in Lissabon. There's the dark day. Der dunkle Tag. The moon turned to blood. Der Mond wurde blutrot. What years did all of those occur? In welchem Jahr fanden diese Ereignisse statt? Oder in welchen Jahren? I just want to say they're pre-1798. Ich möchte sagen, dass die vor 1798 stattfanden. Only one occurred in this history. Nur eins fand in dieser Geschichte statt. And that's the falling of the stars. Und zwar der Sternenfall. So only one post 1798. Nur ein Ereignis nach 1798. And it's at the very end, late 1833. Und zwar ziemlich am Ende, und zwar am Ende des Jahres 1833. They were told this would be a sign of the times. Es wurde ihnen gesagt, dass das ein Zeichen der Zeit wäre. Coming back to Fatima. Wir kommen zurück zu Fatima. In the first prophecy, going to the quotes, the children were shown a terrifying vision of hell and were told that's where the souls of poor sinners go. Then they were told that the world war then taking place, what we now call World War I, would soon end. The war is going to end, Lucia quoted the Blessed Mother as saying. But if people do not cease offending God, a worse one will break out during the reign of Pius XI. When you see a night illuminated by an unknown light, know that this is the great sign given to you by God, that he is about to punish the world for its crimes by means of war, famine, and persecutions of the Church and of the Holy Father. In der ersten Prophezeiung wurde den Kindern eine schreckliche Vision der Hölle gezeigt und ihnen gesagt, dass dort die Seelen der armen Sünder hingehen. Dann wurde ihnen gesagt, dass der damals stattfindende Weltkrieg
den wir heute als den Ersten Weltkrieg bezeichnen, bald zu Ende sein würde. Der Krieg wird enden, zitierte Lucia, die Gottesmutter. Aber wenn die Menschen nicht aufhören, Gott zu beleidigen, wird während der Regierungszeit von Pius XI. Noch ein schlimmerer ausbrechen. Wenn ihr eine Nacht seht, die von einem unbekannten Licht erhellt wird, dann wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er die Welt für ihre Verbrechen bestrafen wird, durch Krieg, Hungersnot und Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters. Of course, this is conveniently said after World War II begins. Das wurde natürlich gesagt, nachdem der Zweite Weltkrieg begonnen hat. But I don't think we're holding Satan to be truthful, are we? Aber wir denken ja nicht, dass Satan die Wahrheit sagt. But the prediction made is for two things. Aber die Voraussage, die hier gemacht wird, hat zwei Aspekte. There's bad events coming, Es kommen schlimme Ereignisse, World War II, der Zweite Weltkrieg, but a sign that it's coming will be lights seen in the sky. aber als Zeichen, dass dieser Krieg kommt, wird es ein Licht am Himmel geben. I think we all know of the Aurora Borealis. Ich denke, wir kennen alle die Aurora Borealis. In 1938, there was a geomagnetic storm. 1938 gab es einen geomagnetischen Sturm. It's also known as the Fatima storm Der ist auch als Fatima-Sturm bekannt. because it's believed to be the fulfillment of the prophecy. Man glaubte nämlich, dass das die Erfüllung der Prophezeiung war. Quoting, Zitiere, it's from the Wikipedia article about the storm. das ist vom Wikipedia-Artikel über diesen Sturm. This magnificent display of lights was experienced across the world, as reported in different news archives. The lights sent some into panic as many were awestruck, astonished by the rarity of the experience. In Salzburg, Austria, some residents called on the fire department as they believed something was on fire. Alarm bells were rung into a frenzy that night, and the fire departments were constantly sounding new alarms, trying to calm the citizens. The loud multitude of ringing further caused panic, causing some residents to flee to more rural areas. The same fright was seen in London, where many also believed whole streets were on fire. Even the guards of Windsor Castle summoned the fire brigade to put out the said fire. In Switzerland, the snow-covered peaks of the Swiss Alps were glowing bright and reflecting some of the auroral rays, causing a reflective disco effect. In Descanso, San Diego, the National Forest Service was alerted on the night of January 22nd to respond to a great fire in the backcountry. After they checked out the back roads, they discovered it was the crimson Aurora Borealis in the northern sky, which had not been seen in that region since February 1888. In Bermuda, many people believed that a massive freight ship was on fire at sea. Steamship captains were calling the wireless stations to learn if there were any SOS calls and if they could help. Wie in verschiedenen Nachrichtenarchiven berichtet wird, wurde diese wunderbare Lichterscheinung auf der ganzen Welt beobachtet. Die Lichter versetzten einige in Panik, denn viele waren verblüfft und erstaunt über die Seltenheit des Erlebnisses. In Salzburg, Österreich, riefen einige Bewohner die Feuerwehr, da sie glaubten, dass etwas brennen würde. Die Alarmglocken läuteten in dieser Nacht wie verrückt und die Feuerwehr schlug ständig neuen Alarm, um die Bürger zu beruhigen. Das laute Läuten löste Panik aus und veranlasste einige Bewohner, in ländliche Gebiete zu fliehen. Der gleiche Schreck wurde in London beobachtet, wo viele ebenfalls glaubten, dass ganze Straßenzüge in Flammen standen und sogar die Wächter von Schloss Windsor riefen die Feuerwehr, um das besagte Feuer zu löschen. In der Schweiz leuchteten die schneebedeckten Gipfel der Schweizer Alpen hell auf und reflektierten einen Teil der Aurorastrahlen, was einen reflektierenden Disco-Effekt verursachte. In Descanso, San Diego, wurde der National Forest Service
in der Nacht des 22. Januar zu einem großen Feuer im Hinterland alarmiert. Nachdem sie die Nebenstraßen überprüft hatten, entdeckten sie, dass es sich um eine purpurne Aurora Borealis am Nordhimmel handelte, die in dieser Region seit Februar 1888 nicht mehr gesehen worden war. Auf den Bermudas glaubten viele Menschen, dass ein riesiges Frachtschiff auf dem Meer in Flammen stand. Die Kapitäne der Dampfschiffe riefen die Funkstationen an, um zu erfahren, ob es SOS-Rufe gab und ob sie helfen konnten. If you go and read Ellen White's description of the Night of Falling Stars, Wenn man Ellen Whites Beschreibung dieser Nacht des Sternenfalls liest and the panic, und die Panik, I think it's a fascinating counterfeit. ich glaube, das ist eine sehr gute Fälschung. But there's two things predicted in that Fatima message, Weil in that dieser quote. Fatima-Botschaft, dieser Zitat, gibt es zwei Voraussagen. In this history, there's only one key external event that's predicted. In dieser externen Geschichte gab es nur ein Schlüsselereignis, ein externes, das vorausgesagt wurde. It's the only external event that gets predicted, Wirklich das einzige externe Ereignis, das vorausgesagt wurde, other than the second advent, talking politics. außer der zweiten Wiederkunft. And that's 1840, Und das war 1840, August 11. der 11. August. And what is predicted in here? Was wird hier vorhergesagt? What is the Fatima storm a warning of? Wovor warnt dieser Fatima-Sturm? 1939, 1939, World War II. der Zweite Weltkrieg. External prediction, Externe Voraussage, external prediction. externe Voraussage. So most of what we've just done is revision. Das meiste, was wir jetzt gemacht haben, war Wiederholung. I wanted to be more clear about the pattern Satan is counterfeiting. Ich wollte deutlicher dieses Muster aufzeigen, das Satan fälscht, That it's not a reform line as we would teach it in 2021. dass das keine Reformlinie ist, wie wir sie 2021 lehren würden. But you can see the scatterings and the gatherings. Aber wir können die Zerstreuungen und Sammlungen sehen. And I've wanted to add 3 parts to this study. Und diesem Studium wollte ich 3 Teile hinzufügen. The 1938 Fatima storm Der Fatima-Sturm von 1938 as a counterfeit of the falling stars. als Fälschung des Sternenfalls, The prediction of World War II die Vorhersage von dem Zweiten Weltkrieg, as a counterfeit of the prediction of August 11, 1840. als Fälschung der Vorhersage vom 11. August 1840 And what we will spend the vast majority of our time on und die meiste Zeit werden wir damit verbringen, what we will begin to discuss now was wir jetzt besprechen werden, is that while you had William Miller and Samuel Snow, nämlich dass wir William Miller und Samuel Snow hatten. it goes from Miller Wir gehen von Miller to Snow, zu Snow. and Miller rejected his previous work. Und Miller hat seine vorangegangene Arbeit verworfen. What I want to introduce is Pius XI, Und jetzt möchte ich einführen, dass Pius XI, who, like John the Baptist, paved the way for Pius XII. wie Johannes der Täufer, den Weg für Pius XII. Bereitet hat. Because whenever teaching, we've taught the counterfeit, Wenn wir die Fälschung gelehrt haben,
we've focused on the work of Eugenio Pacelli and Pius XII in Germany. haben wir uns auf die Arbeit von Eugenio Pacelli und Pius XI. In Deutschland konzentriert. But someone paved the way for him with fascism. Der Pius XII. Aber jemand hat den Weg für ihn mit dem Faschismus vorbereitet. Not in Germany with Hitler, but in Italy with Mussolini. Nicht in Deutschland mit Hitler, sondern in Italien mit Mussolini. The book Hitler's Pope, discussing Pius XII, Das Buch Hitlers Papst bespricht Pius XII. was written, published in 1999. Und es wurde 1999 veröffentlicht. And we have used that book as a source to show Pacelli as the counterfeit. Dieses Buch haben wir als Quelle benutzt, um aufzuzeigen, dass Pacelli die Fälschung ist. And how church and state operated in the history of World War II. Und wie Kirche und Staat in der Geschichte vom Zweiten Weltkrieg zusammenarbeiteten. John Cornwell, who wrote that book, John Cornwell, der dieses Buch geschrieben hat, he did a good job. hat eine gute Arbeit geleistet. But in the years after that book was published, Aber in den Jahren, nachdem dieses Buch veröffentlicht worden war, a lot of the Vatican archives were unsealed. wurden viele dieser Vatikanarchive entsiegelt. And there is material that was released in the early 2000s Und in den frühen 2000ern wurde Material veröffentlicht, that the author of the book we're going to heavily quote from dass der Autor dieses Buchs, von dem wir viel zitieren werden, spent 10 years studying. schon 10 Jahre studiert hatte. He worked but in Rome, Er arbeitete in Rom, spending his time between the Vatican archives, now unsealed, und verbrachte viel Zeit in den vatikanischen Archiven, die jetzt geöffnet wurden, and the very helpful fascist archives. und den sehr hilfreichen faschistischen Archiven. Mussolini had very good records kept of that history. Mussolini hat nämlich sehr gut die Geschichte dokumentiert. In 2014, he published his book, Und 2014 veröffentlichte er sein Buch, The Pope and Mussolini. Der Papst und Mussolini. Now, this isn't Pius XII and Hitler, this is Pius XI and Mussolini. Da geht es nicht um Pius XII. Und Hitler, sondern Pius XI. Und Mussolini. Published in 2014, it won the Pulitzer Prize of 2015. Es wurde 2014 veröffentlicht und gewann 2015 den Pulitzerpreis. Tens of thousands of pages of research. Und es enthält Zehntausende von Seiten, die recherchiert wurden. Which you see when you have to go through the notes and the references. Das werdet ihr merken, wenn ihr durch die Notizen geht und die Quellen. It's a lot of this material that we will use to fill in some of our history. Wir werden dieses Material verwenden, um einige Lücken in dieser Geschichte zu schließen. The reason I want a second presentation is I don't think it should be rushed. Und der Grund, warum ich dafür eine zweite Präsentation brauche, ist, dass ich denke, dass wir da nicht zu schnell durchgehen sollten. We are not doing this because it's just fascinating. Das machen wir nicht nur, weil es einfach eine faszinierende Geschichte ist. We are doing this because Adventism does not understand Babylon today. Sondern weil der Adventismus heute Babylon nicht mehr versteht. And I don't want to rush that point. Und deshalb möchte ich da nicht zu schnell drüber gehen. So I just want to make one point. Zum Anfang möchte ich etwas betonen. Part of the material for this book Ein Teil des Materials für dieses Buch is taken from a Catholic publication nimmt der Autor aus einer katholischen Zeitschrift,
La Civiltà Cattolica. La Civiltà Cattolica. This is a Catholic magazine. Das ist eine katholische Zeitschrift. It was founded in 1849 by Jesuits. Es wurde 1849 von Jesuiten gegründet. They began publishing in 1850. 1850 begannen sie zu veröffentlichen. This was just after the Pope returned from exile. Das war kurz nachdem der Papst aus dem Exil zurückgekehrt ist. After the 1848 revolutions. Nach den Revolutionen von 1848. So we have the 1848 revolutions. Wir haben also wieder die 1848er Revolutionen. Again, the Pope was in exile. Der Papst war wieder im Exil. Everything's crumbling. Alles zerbröckelt. And Jesuit writers wanted a platform to voice the thoughts of the Vatican. Und jesuitische Autoren wollten eine Plattform, um die Stimme des Papstes hören zu lassen. And what is key to understand Und was wichtig ist zu verstehen, is that twice a month the editor took all their articles ist, dass der Verleger zweimal im Monat alle Artikel nahm to the Vatican Secretary of State for approval. und sie vom Vatikanischen Staatssekretär absegnen ließ. So it's not independent. Das ist also keine unabhängige Zeitschrift. When the author of this book is quoting La Civiltà Cattolica, Wenn der Autor dieses Buches, La Civiltà Cattolica, zitiert, we're going to see the Jesuit influence, dann sehen wir den jesuitischen Einfluss, but it's not independent. aber die Zeitschrift ist nicht unabhängig It's the thoughts of the Vatican. von den Gedanken des Vatikans. So about 10 years before Hitler comes into power, Etwa 10 Jahre bevor Hitler an die Macht kommt, fascism is rising in Italy. ist der Faschismus in Italien auf dem Vormarsch. At the same time as the Russian Revolution it's now really in a civil war. Und zur gleichen Zeit ist auch die russische Revolution in einem Bürgerkrieg. So for context, you have socialism and Russia. Für den Kontext haben wir also den Sozialismus und Russland. World War I has ended. Der Erste Weltkrieg ist zu Ende. There's a lot of social unrest. Es gibt viele soziale Unruhen. Mussolini mobilizes fascism. Mussolini mobilisiert den Faschismus. Italy was kind of a republic. Italien war eine Art Republik, That's crumbling. die zerbröckelt. Mussolini's fascists are essentially advocating for dictatorship. They don't say that. Mussolinis Faschisten, die machen sich eigentlich für eine Diktatur stark. Quoting from our book, page 57. Und wir zitieren jetzt aus dem Buch Seite 57. And he's quoting from La Civiltà Cattolica, quoting the Catholic Church in that history. Und er zitiert die katholische Kirche in dieser Geschichte, und zwar aus dieser Zeitschrift La Civiltà Cattolica. Oh, by the way, the same day, or same year, that Mussolini marches on Rome and takes power. Und übrigens im gleichen Jahr, dass Mussolini aufmarschiert und die Macht übernimmt, Pius XI becomes Pope. wird Pius XI. Papst. So this is the history of two leaders, Pius XI, Mussolini. Das ist also die Geschichte von zwei Führern, Pius XI. Und Mussolini, And how the Vatican viewed and worked with fascism. wie der Vatikan den Faschismus sah und mit ihm zusammenarbeitete. The shouts of Mussolini's squads, down with Bolshevism, the journal enthused,
are attracting supporters and sympathy from one end of Italy to the other. In its thought, sentiment, action, all of fascism consists simply of a protest and revolt against socialism. It praised Mussolini for his efforts to restore order, hierarchy, and discipline. Fascism, the journal proclaimed, seeks to place spiritual values once again in the place of honor they once occupied, especially as required by the battle against liberalism, to restore the most conspicuous of these, religious upbringing and the nation's Catholic inspiration. Die Rufe von Mussolinis Truppen, nieder mit dem Bolschewismus, schwärmte die Zeitschrift, ziehen Anhänger und Sympathien von einem Ende Italiens zum anderen an. Der gesamte Faschismus besteht in seinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen einfach aus einem Protest und einer Revolte gegen den Sozialismus. Sie lobt Mussolini für seine Bemühungen um die Wiederherstellung von Ordnung, Hierarchie und Disziplin. Der Faschismus, so die Zeitschrift, will den geistigen Werten wieder den Ehrenplatz einräumen, den sie einst innehatten, vor allem wie es der Kampf gegen den Liberalismus erforderte, um die auffälligsten von ihnen die religiöse Erziehung und die katholische Inspiration der Nation wiederherzustellen. What's the enemy? Wer ist der Feind? What sympathy did Pius XII have with Hitler? Welche Sympathien hatte Pius XII. Für Hitler? What was he telling to the Allied powers? Was sagte er den alliierten Mächten? That's the right term. Why are you concentrating on Germany and Hitler? Weshalb konzentriert ihr euch auf Deutschland und Hitler? The enemy is Stalin and Russia and socialism. Der Feind ist Stalin und Russland und der Sozialismus. Pius XI had the same view as Pius XII. Pius XI. Hatte die gleiche Ansicht wie Pius XII. Socialism is the danger. Der Sozialismus ist die Gefahr. By the way, Mussolini's black shirts at this point in time. Und übrigens Mussolinis Truppen zu dieser Zeit, Are bashing people on the street corners. die schlagen Leute in den Straßen nieder. Soon after Mussolini took power, Kurz nachdem Mussolini die Macht ergriff, they were beating up, in one case, killing his opponents. wurden seine Feinde geschlagen und in einem Fall sogar getötet. In broad daylight. Und zwar bei helllichtem Tag. In mid-August, in the middle of the latest wave of violence, Mitte August, inmitten der jüngsten Welle der Gewalt, the Belgian ambassador met with the Pope. traf sich der belgische Botschafter mit dem Papst. The Belgian ambassador is worried about fascism. Der belgische Botschafter macht sich Sorgen um den Faschismus. Pius XI says no. Und Pius XI. Sagt nein. He says nothing is more fatal to civilization than communism. Er sagt, nichts ist tödlicher für die Zivilisation als der Kommunismus. In a few days, it destroys the work of centuries. Innerhalb weniger Tage zerstört er das Werk mehrerer Jahrhunderte. France, Belgium, and Germany need to form an alliance Frankreich, Belgien und Deutschland müssen eine Allianz bilden against communism. gegen den Kommunismus. The Pope says Mussolini is no Napoleon. Der Papst sagt, Mussolini ist kein Napoleon. But Mussolini alone understands what is required to free his country. Aber nur Mussolini versteht, was nötig ist, um sein Land aus der Anarchie zu befreien. You can see how the nation follows him. Man kann sehen, wie die Nation ihm nachfolgt. May he revive Italy. Möge er Italien wiederbeleben.
It is such men predestined for greatness Es fehlt heute an solchen Männern, die zur Größe prädestiniert sind who can bring peace today. und den Frieden herbeiführen können. May God soon give us some such beacons, Möge Gott uns bald einige solcher Leuchttürme schenken, so they may guide and enlighten humanity. damit sie die Menschheit leiten und erleuchten. It's not anti-fascism, Das ist kein Antifaschismus. but this was a quid pro quo. Das war ein quid pro This was a quo. deal. Das war ein Deal. Genau. You scratch my back, I'll scratch yours. Ein Deal, also es ging um eine Gegenleistung. Remember the first quote? Denkt ans erste Zitat. It's fascism that puts spiritual values back in a place of honor. Es ist der Faschismus, der geistliche Werte zurück an ihren Ehrenplatz setzt. This is what Mussolini and Hitler soon realized. Das haben Mussolini und Hitler sehr bald realisiert. Mussolini showered the Catholic Church with cash and privileges. Mussolini tauchte die katholische Kirche in Geld und Privilegien, überschüttete So sie. we're actually going to step through this history. Wir gehen jetzt durch diese Geschichte We're talking early on, the beginning. und ja, von ganz Anfang an. Mussolini pushed through a new law allowing police to fire any editor whose newspaper belittled either the Pope or the Catholic Church. Mussolini setzte ein neues Gesetz durch, das der Polizei erlaubte, jeden Redakteur zu feuern, dessen Zeitung entweder den Papst oder die katholische Kirche verunglimpfte. He bowed to the Vatican's request that only books approved by the Church be used to teach religion in schools. Er beugte sich der Forderung des Vatikans, dass nur von der Kirche genehmigte Bücher für den Religionsunterricht an den Schulen verwendet werden dürfen. He closed down the gambling halls. Er stimmte der Schließung von Spielhallen zu, Provided state recognition to the Catholic University of Milan. er erkannte die katholische Universität von Mailand staatlich an, Announced his opposition to divorce, sprach sich gegen Scheidungen aus. which is quite funny if you know Mussolini. Das ist sehr merkwürdig, wenn man Mussolini kennt. Kind of like Trump, standard of morality. Etwa wie Trump, der moralische Standard. Moved to save the Bank of Rome, Er wollte die Bank von Rom retten, which was on the verge of bankruptcy. die kurz vor dem Bankrott stand. Crucifixes were put back in the country's classrooms. Kruzifixe wurden wieder in den Klassenzimmern angebracht Church holidays were added to the civil calendar. und kirchliche Feiertage wurden in den bürgerlichen Kalender aufgenommen. And he began to fund the rebuilding of churches. Und er stellte großzügige Mittel für den Wiederaufbau der im Krieg beschädigten Kirchen zur Verfügung. As the Pope was well aware, the support Mussolini was getting from the Church in return was priceless. In September of 1923, the Vatican spelled this out in a program of collaboration of the Catholics with the Mussolini government. Quote, they have had to admit that no Italian government, and perhaps no government in the world, would have in a single year alone been able to do so much in favor of the Catholic religion. Der Papst war sich bewusst, dass die Unterstützung, die Mussolini im Gegenzug von der Kirche erhielt, unbezahlbar war. Im September 1923 legte der Vatikan dies in einem Programm der Zusammenarbeit der Katholiken mit der Regierung Mussolini dar. Sie mussten zugeben, dass keine italienische Regierung und vielleicht keine Regierung der Welt in einem einzigen Jahr allein so viel zugunsten der katholischen Religion hätte tun können.
Fascism rose in Europe Der Faschismus kam in Europa auf, because it was a combination of church and state. weil er eine Kombination von Kirche und Staat war. We're going to continue this another time, Wir werden dieses Thema ein anderes Mal fortsetzen. soon. Schon sehr bald. Just want to note, Mussolini and Pius XI are not friends. Ich möchte nur noch anfügen, dass Mussolini und Pius XI. Keine Freunde waren. In many ways, they're rivals. In vielerlei Hinsicht waren sie sogar Rivalen. They're not meeting secretly in some type of little room. Sie treffen sich nicht geheim in einem kleinen Räumchen irgendwo. With one agreed view of the world they were trying to create. Mit der gleichen Weltanschauung von der Welt, die sie schaffen wollten. But both demand something from the other. Aber beide fordern etwas von dem anderen. And as that, they do work together. Und was das betrifft, arbeiten sie zusammen. But they are rivals. Aber sie sind Rivalen. Just to close, Zum Abschluss, this is the beginning of modern Babylon. das ist der Beginn des modernen Babylon. It will help us understand the end of modern Babylon. Das wird uns dabei helfen, das Ende des modernen Babylon zu verstehen. The principles under which Babylon operates, Prinzipien, nach denen das moderne Babylon funktioniert, and hopefully dismantle the conspiracy theories that still linger. und hoffentlich können wir die Verschwörungstheorien entblößen, die immer noch herumgeistern. We'll continue with our discussion on Pius XI next time. Das nächste Mal werden wir damit fortfahren, Pius XI. Zu besprechen. If you kneel with me, we'll close in prayer. Lasst uns zum Gebet niederknien. Dear Lord, Lieber Herr, thank you for parables. danke für die Gleichnisse. They are fascinating. Sie faszinieren uns. They build our confidence. Sie stärken unser Vertrauen They show us you. und sie zeigen uns, wer du bist They show us what you are not. und was du nicht bist. I pray that you will help us Bitte, dass du uns hilfst, to really rebuild our minds. Unsere Denkweise wirklich zu erneuern. From all the errors we've heard before. Von all den Fehlern, dem Irrtum, den wir zuvor gehört haben, May we understand mögen wir verstehen, what you want us to see was du möchtest, dass wir sehen and how you want us to think. und wie du möchtest, dass wir denken. And in that process, Und in diesem Prozess I pray you'll bring us closer together. bete ich, dass du uns näher zueinander bringst. I pray this in Jesus' name. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you. God bless.